Genau, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich werde heute Ihnen das Thema VR-Technologie vorstellen und wie wir an der TU München beim Lehrstuhl für Verkehrstechnik damit auch Forschung machen, zusammen mit physischen Simulatoren, wie Sie diese hier erkennen können, oben rechts. Wir haben unter anderem einen Fahrradsimulator, einen Elektro-Lastenradsimulator und einen Rollstuhlsimulator. Und an dieser Forschung sind auch beteiligt der Herr Johannes Lindner und auch Professor Klaus Bogenberger. Ich habe mir überlegt, den Vortrag so zu gliedern, dass ich Ihnen anfangs einen historischen Rückblick gebe und die Vorarbeiten erläutere, die unser Lehrstuhl gemacht hat, und mit Simulatoren für schwächere Verkehrsteilnehmer. Anschließend werde ich auf die Technologie eingehen, Virtual Reality und bereits eingesetzte Aufbauten von physischen Simulatoren. Anschließend kommt eine Vorstellung der Methodik, wie wir unsere Szenarien für Simulatorstudien definieren und unsere Use Cases aussuchen. Bei Punkt 4 stelle ich auch aktuelle Demonstratoren vor, die wir am Lehrstuhl haben. Punkt 5 und 6 befasst sich damit, wie wir aus den Simulatorstudien Daten generieren können, erfassen können und wie wir die gesamte Simulatorstudie implementieren können. Das ist dann Punkt 6. Genau, Punkt 1 war der historische Rückblick. Und hier kann ich erwähnen, dass der Hintergrund für den ersten Aufbau des ersten Fahrradsimulators bei uns am Lehrstuhl eine Forschungsprojektreihe war zum autonomen Fahren. Das hat angefangen mit dem Projekt Urban im Jahre 2016 und auch im Nachfolgeprojekt AdCity, was 2017 gestartet ist und letztes Jahr abgeschlossen wurde. Aber das allererste Projekt in dieser Projektforschungsreihe hieß Prometheus und das startete bereits vor mehr als 30 Jahren, 1987, und endete 1995 und hatte ein Projektvolumen von 749 Millionen Euro. Was wurde dort gelöst? Man hat zum ersten Mal versucht, schwächere Verkehrsteilnehmer vom autonomen Fahrzeug aus zu detektieren und auch zu tracken. Genau, man wollte das Bewegungskorrespondenzproblem lösen, so Fußgänger und Radfahrer beobachten. Und zum Ende des Projekts gab es auch eine autonome Testfahrt. Das war 1995 mit einer Fahrt von München nach Kopenhagen mit über 1000 Meilen, wo es eigentlich ganz wenige Fahrereingriffe gab. Aber Sie können sich vorstellen, diese Orte, wo es zu Fahrereingriffen gekommen ist, das waren die Stellen, wo es schwächere Verkehrsteilnehmer gab oder städtische Bereiche. Das heißt, man hatte ohne menschliches Eingreifen recht viele Stellen, aber man musste konsistent sein und reagieren auf schwächere Verkehrsteilnehmer, die vielleicht die Straße kreuzen. Damals gab es nur einen Sensor, das war eine Stereokamera. 30 Jahre später startete das Projekt AdCity. Hier gab es einen Fokus auf das autonome Fahren in der Stadt und das war auch der Hintergrund für den Aufbau eines unserer Fahrradsimulatoren. Genau, wir waren beteiligt an den folgenden Arbeitspaketen. Vor allem ging es um die Interaktion mit schwächeren Verkehrsteilnehmern und wie man Konflikte vermeidet, aber auch untereinander kommunizieren kann. Dann gab es noch einen anderen Hintergrund für die Entstehung von Simulatoren bei uns am Lehrstuhl. Das waren die Projekte des Nationalen Radverkehrsplans. Und hier gab es diese zwei Projekte. Zum einen RASCH, da ging es um Radschnellwege, um die Gestaltung effizienter und sicherer Infrastruktur. Und auch das Projekt Radon Time, wo es um Restzeitanzeigen ging. Hier wurden auch 3 Restzeitanzeigen in München implementiert im Jahre 2018 und auch simulativ in VR getestet. Ein Beispiel für eine Studie oder ein Szenario aus der Studie zu RASCH, zu den Radschnellwegen, ist hier dargestellt. Wir haben die Leopoldstraße in München in VR abgebildet und
Der Hintergrund dazu war auch, dass wir ein Verkehrsfluss-Simulationsnetz aufbauen wollten, um den Verkehr auch realistisch simulieren zu können. Und das Ganze wurde dann auch über eine Schnittstelle in VR abgebildet. Das heißt, auf der rechten Seite unten rechts sehen Sie ein Beispiel vom Bereich Münchner Freiheit. Abgebildet wird hier die Rush Hour, quasi die Abendspitzenstunde in der Münchner Innenstadt. Man hat dann aber auch den Ist-Zustand variiert, indem man den Radschnellweg implementiert hat. Man hat einen Radfahrstreifen oder einen Radweg genommen und ihn einfach verbreitert oder die Fahrtrichtung angepasst, sodass man einen Zweirichtungsradweg hat. Und das hat man für das ganze Untersuchungsgebiet, wie Sie das auf der rechten Seite sehen können, implementiert in 3 Varianten. Und zusätzlich wurde auch die Verkehrssteuerung angepasst, dass man eine grüne Welle für den Radverkehr einführen konnte. Das heißt, insgesamt gab es 6 verschiedene Varianten derselben Simulatorstudie. Wir sehen hier einen Ausschnitt, wie das aus der Sicht des Probanden aussieht. Im Projekt Radon Time ging es um Restzeitanzeigen und wie ich schon erwähnt habe, wurden diese in der Realität implementiert, aber auch in der VR-Simulation. Und in der VR-Simulation gab es noch viele weitere unterschiedliche Varianten. Von diesen 3 implementierten Restzeitanzeigen ist eine dann noch als ständige Restzeitanzeige geblieben in München. Die beiden anderen wurden eben auch wieder abgebaut. Wie man die Studie entworfen hat, sieht man hier. Man hat Ausschnitte aus OpenStreetMap genommen und diese konvertiert in ein Sumo-Netz, dann auch angepasst an die Realität. Gleichzeitig hat man auch Verkehrsbeobachtungen durchgeführt mit installierten Kameras. Hier wurde der Verkehr gezählt. Anschließend wurde die Verkehrszählung dafür genutzt, um diese Bereiche des Simulationsnetzes zu kalibrieren. Das heißt, man hat die Nachfrage modelliert mit realen Daten. Und in der Studie wurden dann auch fiktive Straßensegmente genommen, um eben diese verschiedenen Knotenpunkte in München zu verbinden. Hier sehen Sie auch einen Ausschnitt aus einer Simulatorfahrt in der Radon-Time-Studie. Sie sehen auch die unterschiedlichen Restzeitanzeigen. Was hier zu bemerken ist, dass die Restzeitanzeige viel größer aussieht als in der Realität. Das hat damit zu tun, dass man auf diesen Fernsehbildschirmen die Pixel aus einer ganz bestimmten Distanz nicht genauso gut erkennen kann wie in der Realität. Deswegen haben wir die vergrößert, quasi um das Doppelte extrapoliert, um eben die einzelnen LEDs auch erkennen zu können aus einer bestimmten Distanz am Fernseher. Der damalige Aufbau hat dann so ausgesehen, wir hatten einen Fernseher, 1 bis 3 Fernsehbildschirme und die Geschwindigkeit wurde abgegriffen über ein Infrarotdistanzmessgerät, was an einem Rollentrainer angebracht wurde. Außerdem gab es vorne am Rad einen Magnetic Rotary Encoder, der in eine Drehplatte implementiert wurde, quasi ein magnetischer Drehgeber, wo dann eben der Winkel des Lenkeinschlags abgegriffen wurde. Und aus diesen beiden Eingaben wurde dann eben die Trajektorie ausgerechnet und dann in die Animation übertragen. Was wir dann auch gemacht haben, wir haben unseren Prototypen auf Veranstaltungen vorgestellt, beispielsweise auf Münchner Streetlife Festival. Hier haben wir die VR-Brille auch getestet. Wir hatten damals eine Oculus Rift und haben dann eben das gleiche Szenario abgebildet, wo auch die Veranstaltung stattfand, eben die Leopoldstraße. Und rechts sehen Sie, dass wir auch den Simulator auf Konferenzen vorgestellt haben, hier die Mobiltom 2018. Was wir gelernt haben aus der Nutzung der VR-Brille, dass es den Leuten ziemlich schnell schlecht wurde, wenn sie bei schneller Fahrt sich umgesehen haben, wie in dieser Abbildung links zu sehen.
Deswegen haben wir für die spätere Veranstaltung einen Fernseher aufgestellt, weil die Probanden oder alle Testpersonen das als viel angenehmer empfinden. Das waren jetzt die historischen Vorarbeiten. Und jetzt komme ich zu der Technologie selber. Wir testen aktuell verschiedenste VR-Brillen und auch unterschiedliche Software und physische Simulatoraufbauten. Was ich schon vorher erwähnt habe, dass wir eben sehr viele verschiedene Formen der Simulatorkrankheit festgestellt haben. Es gibt auch viele Beispiele im Zusammenhang mit Bildschirmen, abhängig von der Übertragungsfrequenz. Genau, einfach der Performance der Animation, was aber auch zusammenhängt mit dem Aufbau des Szenarios, was ich dann später noch eingehen werde. Und bei langer Fahrt werden eben Bildschirme bevorzugt vor der VR-Brille und wir haben diese 3 Typen von VR-Brillen. Aktuell nutzen wir auch sehr oft die Vario XR3, eine High-End VR-Brille mit ganz hoher Auflösung. Angefangen haben wir unten ganz rechts mit der Oculus Rift CV1. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wo wir unsere Szenarien definieren. Wenn es um die Definition von Szenarien geht, unterscheiden wir verschiedene Anwendungsfälle. Das heißt, wir brauchen eine sehr genaue Definition für die Anwendung. Hier sehen Sie eine statische Engstelle, eine Baustelle, die vielleicht den Radfahrstreifen versperrt. Und diese kann man abbilden in unterschiedlichen Szenarien. Das heißt, wir haben einen Use Case, aber 2 Szenarien, die eben dadurch entstehen, dass wir vielleicht Radfahrerverkehr hinter dem Ego-Fahrrad einführen oder irgendeine Komponente des Use Cases variieren. Das heißt, wir haben auf einmal 2 Szenarien und das Ganze hatten wir auch in einer Simulatorstudie, eine Fahrradsimulatorstudie auch implementiert. Wir hatten mehrere Engstellen, die dann in einer Komponente variiert wurden. Hier sehen Sie auch ein Beispiel der dynamischen Engstelle in 2 Fahrtrichtungen. Hier sehen Sie unterschiedliche Einflüsse, beispielsweise durch die parkenden Fahrzeuge, die den Radfahrstreifen blockieren, aber auch den hohen Fahrzeugverkehr, der dann eben das Ausscheren des Radfahrers stören. Hier muss man sich überlegen, welche Optionen eigentlich dadurch auch entstehen könnten. Und durch diese Auswahl an Optionen gibt es dann auch eine bestimmte Anzahl an Szenarien, die dann eben möglich ist oder als sinnvoll erscheint. Wir fangen immer an mit einer Grobklassifikation. Wir fokussieren dabei auf ein Infrastrukturelement, wie beispielsweise einen Knotenpunkt, dann aber auch auf die Verkehrsregeln und auch die möglichen Abbiegebeziehungen. Als Beispiel für diesen Knotenpunkt. Bei der Verbindungsstraße sieht es auch anders aus. Nach der Auswahl dieses Infrastrukturelements geht es um die statischen Merkmale. Sie sehen hier sehen Sie schon viel mehr Optionen. Wir haben Abbiegeregeln, alle Markierungen am Knotenpunkt, alle Haltelinien, Ein- und Ausfahrten, aber auch sonstige Objekte wie Bäume, die vielleicht die Sicht behindern könnten. Ebenfalls zu sehen auch alle Schilder und Masten, die diese Schilder tragen und auch alle Lichtsignalanlagen. Das Segment dynamische Merkmale geht ein bisschen weiter und beschreibt schon mögliche Manöver von verschiedenen Fahrzeugen. Das heißt auch die Möglichkeit, den Fahrstreifen zu wechseln oder an einer bestimmten Zufahrt die Optionen, wie ein Fahrzeug abbiegen kann. Außerdem kann man hier auch Sichtbereiche definieren in Volumen oder Fläche, abhängig vom Fahrzeugtyp und der Position, wo das Fahrzeug sich befindet. Genau, und das kann man auch für andere Verkehrsteilnehmergruppen definieren, abhängig davon, welche
hier eben als geeignet erscheinen. So abhängig, ob es hier Fußgängerüberwege gibt, kann man auch einen Fußgänger definieren und so weiter. Anschließend haben wir uns überlegt, ein Phasenmodell einzuführen, was dann die Situation beschreibt in einer bestimmten Phase. Abhängig vom möglichen Manöver eines Fahrzeugs kann man vielleicht einen Konflikt dadurch beschreiben, dass man in einer bestimmten Phase zu einem Halt kommt oder eine Kommunikation macht zu anderen Verkehrsteilnehmern. Deswegen wird dann hier beispielsweise ein Linksabbiegemanöver in einzelne Phasen, hier 8 Phasen eingeteilt. Und zusätzlich gibt es auch eine Fahrerbeschreibung. Hier kann man auch weitergehen und auch Beschreibung der schwächeren Verkehrsteilnehmer machen. Genau, das ist dann optional eine Systembeschreibung, machen wir in den meisten Fällen nicht für unsere Fahrradsimulator-Studien, aber eben meistens eine Fahrerbeschreibung. Wie sieht es aus mit der Situationsbeschreibung? Als ein Segment dieser 6 Komponenten beschreiben wir eben das statische Umfeld. Und hier haben wir ein Beispiel für einen Kreisverkehr. Sie sehen hier, wir haben eine ganze Reihe an unterschiedlichen Attributen und 3 dieser Attribute sind auch dunkelgrün markiert. Sie sehen hier, wir haben Entwurfselemente, Dimensionierung und Objekte und Landmarken. Und bei Entwurfselementen können Sie nicht nur den Typ festlegen, der in der Grobklassifikation schon bestimmt wurde. Hier können Sie auch die Grundform bestimmen. Das heißt, wenn Sie eine Grobklassifikation von einem Knotenpunkt haben, der dann ein Kreisverkehr ist, können Sie hier beispielsweise sagen, es ist ein Mini-Kreisverkehr und auch den bestimmten Außendurchmesser angeben und auch die Form der Kreisinsel, die möglichen Zu- und Abfahrten und auch den räumlichen Ausschnitt. Aber auch sowas wie sichtbare Bereiche. Sie können an sich schon eine solche Grundform eines Mini-Kreisverkehrs generieren. Das haben wir damals in einem OpenDrive-File gemacht. Oben rechts sehen Sie so ein Beispiel von einem Mini-Kreisverkehr. Was hier noch fehlt, ist alles, was da bei der Dimensionierung zu finden ist. Hier sehen Sie nicht nur Fahrtrichtungen der einzelnen Zu- und Ausfahrten, aber auch Markierungen und auch die Netzwerktopologie. Das heißt, Sie können nachsehen, welche Beziehungen eigentlich möglich sind, also wo man eigentlich als Autofahrer oder Radfahrer abbiegen kann, wird alles in Dimensionierung beschrieben. Und im dritten großen Punkt gibt es noch diese Objekte und Landmarken. Hier können alle zusätzlichen statischen Objekte definiert werden, auch abhängig vom Typ und auch alle Objektmerkmale, die dazugehören, wie beispielsweise Muster oder Farbe. Genau, was wir hier auch noch gemacht haben, wir haben auch geschrieben, ob sowas schon möglich ist, in einem bestimmten Datenformat zu beschreiben. Und hier haben wir uns auf OpenDrive 1.4 bezogen. Es gab dann anschließend auch ein Update. Ich glaube, aktuell gibt es die Version 1.6. Nach diesem Schritt, also nach diesem Durchgehen der statischen Situationsbeschreibungstabelle, können wir dann so einen Mini-Kreisverkehr generieren mit ganz vielen Eigenschaften plus der Markierung und eine Netzwerktopologie, die dann auch für Verkehrsflusssimulationen genutzt werden kann, plus genau verschiedene Objekte, wie beispielsweise dieser Baum in der Kreisinsel, die vielleicht die Sichtbereiche beeinflussen könnten. So ist das generelle Vorgehen. Was dann aber dazu kommt, genau, sind dann die ersten Tests. Hier sehen Sie, dass wir ein Simulationsnetz haben und ein Testproband eine Simulatorfahrt durchführt. Was Sie jetzt dann hier sehen, es gibt auch bestimmte Gesten, die der Proband ausführt.
Und der Proband hat auch einen Helm mit einem QR-Code drauf. Und Sie sehen ganz oben im Bild auch eine Kamera. Das ist unsere Tiefenkamera. Diese nimmt ein Tiefenbild auf. Der Hintergrund dazu, Sie sehen hier links oben sieht man die Sicht der Tiefenkamera. Hier wurde auch der Sattel mit einem QR-Code belegt, um eine Referenz zu schaffen, den Probanden gänzlich zu beobachten. Hier geht es um die Erfassung von Gesten und über das Tiefenbild wird dann ein Skelettmodell ausgerechnet. Das heißt, für jedes Frame haben wir einen Skeleton und können dann abhängig von dieser Sequenz an Skeletons auch sowas machen wie Gestenklassifikation, Handzeichen rechts und Handzeichen links, aber auch die Kopfbewegung eines jeden Probanden. Wir sehen hier, wurde ein 4. Monitor aufgestellt, um eben zu ermöglichen, dass der Proband auch den Schulterblink nach links macht. Diese Anordnung ist aber abhängig von den Szenarien. Das heißt, wenn Sie Linksabbiege-Szenarien haben, würde dieser Aufbau sich lohnen. Das Ganze kann man auch nutzen, um als Input für die Animation zu dienen. Das heißt, diese Skeletons können dann klassifiziert werden und dann können Inputs generiert werden, wie Handzeichen rechts und Handzeichen links. Was dann dazu kam, genau, war eben unsere Tiefenkamera, die dann eben dafür zuständig war, den Probanden gänzlich aufzuzeichnen. Sie sehen hier, wir haben das PostNet-Modell genutzt und jeder Skeleton hat 17 Punkte und im Gesicht finden Sie 5 davon. Was aber, genau, wenn man den Kopf nach rechts oder links bewegt, zu Unschlüssigkeiten führt, weil man dann eher schwierig feststellen kann, was jetzt das rechte und was das linke Ohr ist, haben wir uns dazu entschieden, einen Helm zu tragen mit einem QR-Code drauf. Da können wir den Winkel der Kopfbewegung ganz genau bestimmen oder viel genauer als mit der Methodik mit den Skeletons. Genau, was ist hier noch zu erwähnen? Wir haben immer eine Schnittstelle gehabt zur mikroskopischen Verkehrsflusssimulation. Sie sehen, diese Komponente Sumo Traffic Simulation ist immer ganz zentral. Was wir aber immer austauschen, ist die Game Engine. Aktuell nutzen wir vor allem die Unity 3D Game Engine. Das sehen Sie auch hier. Wir haben nicht nur Fahrradsimulatoren, aber auch einen Rollstuhlsimulator. Was wir hier machen, wir definieren Agenten, die sich nur auf bestimmten Flächen bewegen können. Und hier sehen Sie auch einen blauen Bereich und auch graue Bereiche, die dann Bordsteinkanten sind, die dann vom Rollstuhlfahrer nicht genutzt werden können. Das heißt, man kann ein Modell eines Rollstuhlfahrer-Agenten bauen und dann eben als Nutzer eines physischen Simulators auch erleben. Das war dann der Hintergrund dazu. Hier haben wir auch anhand eines Szenarios in München getestet, wie dann Rampen funktionieren könnten. Hier sehen Sie in Rot unterschiedliche Varianten von Erklärungshilfen und Rampen. Und wir überlegen uns dazu auch Studien, wie man die Barrierefreiheit in der Stadt aktuell untersuchen kann. Hier sehen Sie unseren Rollstuhlsimulator in Aktion. Kollege Johannes Lindner, der den Rollstuhl bedient. Das heißt, wir haben aktuell einen Rollstuhlsimulator mit der Oculus Rift VR-Brille. Der wird über die Controller bedient. Man hat bestimmte Tasten, um das Greifen zu simulieren, und man greift quasi an die Seiten, an die Räder und lässt da anschließend los, so ähnlich wie beim richtigen manuellen Rollstuhlfahren.
Und die Physik wurde hier auch mit eingebunden. Sie sehen hier wurde dann auch ein Ball angestoßen. Genau, aktuell wird das Ganze auch für diese städtischen Szenarios getestet mit unterschiedlichen Neigungen und Höhenunterschieden. Die Motivation war ursprünglich, die Barrierefreiheit zu untersuchen von urbaner Infrastruktur mit einem Fokus zur Anbindung zu ÖPNV. Was wir noch als Idee hatten, war es zu untersuchen, wie mobilitätseingeschränkte Personen auch Zugang zum ÖPNV bekommen. Das heißt, welche Erreichbarkeiten oder welche Unterschiede in den Erreichbarkeiten können entstehen, wenn man ein Rollstuhlnutzer ist. Genau, und dazu haben wir schon ein paar Ideen für Simulatorstudien, wo dann auch ein Aufzug genutzt wird oder der Einstieg in eine Tram geübt wird. Sie können bei uns auf dem YouTube-Kanal auch diese Videos anschauen. Was noch dazu kommt, das sehen Sie hier. Wir haben aktuell auch Manus VR-Handschuhe uns zugelegt, um das Greifen an die Räder oder Reifen, an die Räder des Rollstuhls, um einiges zu vereinfachen. Das heißt, genau aktuell werden auch diese neuartigen VR-Handschuhe von Manus getestet bei uns. Was wir aber noch weiter planen, ist auch die natürliche Steuerung des Rollstuhls über Real Motion. Das heißt, wir würden gerne einen Bereich reservieren, wo wir uns frei bewegen könnten. Das wäre dann ein weiterer Ansatz für den Rollstuhlsimulator. Die andere Variante wäre auch ein elektrischer Rollstuhl, der mit einem Joystick zu bedienen wäre. Was ich davor schon erwähnt habe, wir haben multimodale Simulatoren. Das heißt, über die Bedienung von Controllern kann man als Fußgänger in eine Tram einsteigen und zur nächsten Station fahren. Das Ganze haben wir uns auch für Rollstuhlfahrer überlegt. Hier ist es aber zu erwähnen, dass das Szenario auch dementsprechend komplexer wird, was dann auch vielleicht Performance-Einbußen mit sich bringt. Dann habe ich auch erwähnt, wir haben einen elektrischen Lastenrad-Simulator. Hier sehen Sie ein Beispiel der Brienner Straße in München. Diesmal ohne Verkehr. Hier wird einfach die Physik getestet. Da gibt es ein bestimmtes Bewegungsmodell für jeden Typ eines Rades und hier wird das vom elektrischen Lastenrad getestet. Was ist der Hintergrund dazu? Wir haben uns überlegt, auch physikalisch statt kinematisch ein Fahrzeug zu modellieren. Das ist der Unterschied zum normalen Fahrradsimulator, dass wir vielleicht auch Gewichte eben in die Tragfläche einbringen könnten und vielleicht neuartige Szenarien uns überlegen könnten zum Transport von schweren Gütern beispielsweise. Das Ganze hat dann auch Einfluss auf die Masse dieser Geometrieobjekte und auch die Reaktion des Fahrrads in VR. Die Idee war es dann auch, responsive Räder zu ermöglichen und die Lastenverteilung zu konfigurieren. Genau, aktuell arbeiten wir dran, das Ganze noch weiter zu testen, uns zu überlegen, welche Studien wir damit machen könnten. Jetzt kommen wir zur Datenerfassung und Evaluierung. Wir haben zuerst einen Fokus auf die Nutzer der VR-Technologie und dann abhängig vom physischen Simulator geht es bei uns hauptsächlich um die quantitative Datenerfassung. Das heißt, die Trajektorie wird hauptsächlich aufgezeichnet. Wir können dann vielleicht den Geschwindigkeitsverlauf unterscheiden zwischen unterschiedlichen Probanden, wie man ihn dann hier auch sieht. Das sind, glaube ich, 6 verschiedene Probanden aufgezeigt auf einer ein und derselben Strecke. Dann, was noch dazu kommt, sind
qualitative Daten, die bei uns aus Fragebögen kommen. Hier wird nicht nur das Fahrverhalten abgefragt, auch eine Selbstanschätzung hinsichtlich Verkehrsregeln, Beachtungen und so weiter. Hier kann man beispielsweise auch quantitative mit qualitativen Daten abgleichen, ob vielleicht der Proband doch vielleicht einen Rotlichtverstoß gemacht hat, aber eben keine Präferenz dafür angegeben hat. Bisher gab es eben diese Datenerfassungen, Trajektorien, Kopfdrehwinkel, Handzeichen via Skeleton-Klassifizierung, und wohin wir aktuell gehen möchten, wäre es Eye-Tracking-Daten zu erfassen, aber auch Hand-Tracking, wie beispielsweise mit diesen Manus-Handschuhen. Eine weitere Idee ist auch, den Level of Stress zu untersuchen mit einem EKG und auch die Neigungen eines Radfahrers mit einer IMU. Hier sehen Sie auch Beispiele für die Implementierung von Simulatorstudien. Und wie bereits in der Szenarienspezifikation gezeigt, haben wir hier verschiedene Komponenten in jedem Szenario, statische und dynamische Situationsbeschreibungen und Objekte und Landmarken ganz rechts zu sehen. Diese werden dann quasi übertragen aus der Tabelle in eine Karte. Genau, anschließend werden auch diese dynamischen Situationsbeschreibungen implementiert in solche Regeln. Hier sehen Sie ein Sumo-Simulationsnetz mit diesen eingekreisten Vierecken. Das sind räumliche Trigger. Das heißt, wenn der Proband über eine bestimmte Fläche fährt, wird ein bestimmtes Event, eine bestimmte Folge von Abläufen ausgelöst, beispielsweise ein Conflicting Vehicle oder die Phase bei der Lichtsignalanlage ändert sich in ein paar Sekunden. Das alles wird dann auch über ein Kontrollskript beschrieben, genau, alle markierten Flächen hier. Und genau, und anschließend werden dann auch die Szenarien definiert, wobei man oft Kontrollszenarien hat, wie beispielsweise eine dynamische Engstelle kann doppelt vorkommen, indem man eine bestimmte Komponente, vielleicht die Geschwindigkeit des Busses oder vielleicht die Verkehrsstärken variiert. Hier auch das Beispiel für die statische Engstelle. Hier variiert man die Fahrtrichtungen vom motorisierten Individualverkehr, um eben eine andere Bedingung den Probanden zu zeigen. Und danach kann man auch gut die Trajektorien untereinander vergleichen. Hier letztlich auch die statische und dynamische Engstelle mit ganz vielen Komponenten, wo man auch Rückschlüsse ziehen kann, indem man auch zu den anderen Szenarien vergleichen kann, beispielsweise nur die statische Engstelle behandeln. Was ich Ihnen hier noch zeigen wollte, ist auch die Anwendung mit Simulatoren von CALA. Hier hatten wir auch ein Projekt innerhalb des Reallabors Digitale Mobilität Hamburg. Hier wurde ein Knotenpunkt in Hamburg abgebildet und Sie sehen links ein Beispiel in Google Maps und rechts davon sehr fotorealistisch die Nachbildung in CALA. Unsere Erfahrung zeigt, dass solche kleinen Szenarien, das heißt, eine Studie besteht nur aus einem Szenario, sehr sinnvoll sind als Demonstratoren, weil die Performance auch sehr hoch ist. Und diese Anwendung hatte zum Ziel, eine Kollisionswarn-App zu testen. Die wurde von Continental entwickelt und DLR. Und das Ganze wurde auch auf dem ITS World Congress vorgestellt. Hier noch ein Beispiel für vernetzte Simulatoren. Das heißt, wir können Radfahrer und Autofahrer interagieren lassen. Genau, jeder Proband sitzt in einem anderen Demonstrator. Hier war es aber ein autonomes Fahrzeug und man hat die Kommunikation über ein Handheld-Device gemacht. Das heißt, man konnte die Vorfahrt geben oder nehmen. Genau, und hier konnte man die Kommunikation auch untersuchen.
zwischen den zwei Probanden. Was wir aber leider noch nicht gemacht haben, ist es, unsere Simulatoren zu kalibrieren. Hier sind wir aber sehr zuversichtlich, weil wir haben sehr viele Drohnendaten in der letzten Zeit gesammelt, aber auch unterschiedliche Simulator-Validierungsansätze schon entdeckt. Das heißt, abhängig von Fahrzeuggröße und der Geschwindigkeit und der transportierten Last haben wir, wie unten rechts dargestellt, auf einem Testfeld schon ein Experiment mit E-Lastenrädern durchgeführt. Ich hoffe, Sie fanden den Vortrag spannend und bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren via meine E-Mail-Adresse. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.